haben den 22. Oktober und wir stehen auf einem kleinen Stellplatz etwa 50 Kilometer südlich von Lyon. Und unsere Reise geht heute weiter Richtung Süden, Richtung Mittelmeer. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Darauf habe ich ja schon im vorherigen Video hingewiesen. Dieser Stellplatz ist ungeeignet für Wohnmobile mit Anhänger und auch für größere Mobile. Das heißt, wer länger oder ein Mobil länger als 8 Meter ist, das wird hier schwierig und der sollte diesen Platz besser nicht anfahren. Unser nächstes Ziel ist ein Stellplatz in Gruissan. Das sind bis dorthin etwa 350 Kilometer. Wir werden dazu überwiegend die Autobahn nutzen. Aber erst einmal müssen wir die etwas schmale Straße zurück Richtung Autobahn. Wenn einem hier größere Fahrzeuge entgegenkommen, dann kann es durchaus mal schwierig werden. Aber jetzt geht es dann bei blauem Himmel Richtung Autobahn. Die Autobahn ist in Frankreich überwiegend je Richtung dreispurig und gut zu fahren, und so kommen wir gut und schnell voran. Wir verlassen die Autobahn in der Nähe von Narbonne und fahren dann Richtung Meer, und wir haben dann bis zum Stellplatz in Gruissan etwa noch 10 Kilometer. Wir fahren jetzt durch die Stadt, um den Stellplatz in Gruissan zu erreichen. Die Stadt ist vom Tourismus geprägt, aber im Winter ist hier eher ruhig. Wir biegen jetzt hier links ab. Hier geht es dann Richtung Hafen und auch Richtung Stellplatz. Diese Straße ist nicht sehr breit und es parken auch häufig PKWs hier am Rand der Straße. So muss man schon ein bisschen Rücksicht nehmen, beziehungsweise der entgegenkommende Verkehr muss sich irgendwo ein bisschen einordnen, damit man durchfahren kann. Jetzt haben wir gleich die Zufahrt zum Stellplatz erreicht, hier auf der rechten Seite. Dort ist eine Schranke, die ist im Moment geschlossen. Man hält hier und muss sich vorne rechts, dort steht ein kleines Gebäude, das ist die Rezeption. Dort meldet man sich dann an. Wir kennen diesen Platz, wir haben den schon häufiger genutzt, schon vor mehr als 10 Jahren sind wir hier schon gewesen. Es handelt sich hier um einen großen, geschotterten Platz, der sich im Wesentlichen in den letzten Jahren auch nicht verändert hat. Aber man kann hier gut stehen mit einem größeren Mobil oder wie wir mit dem Anhänger. Der Platz kostet jetzt in der Nachsaison 9 €, sonst in der Hauptsaison 10,50 €. Bezahlt wird das hier vorne in diesem kleinen Häuschen, dieser Rezeption. Die ist am Tage besetzt, in den Abendstunden allerdings nicht mehr. Wenn man dann also kommt, dann darf man sich selber diesen Schlagbaum öffnen und kann den Platz befahren und bezahlt dann am nächsten Tag oder bei der Abfahrt. Es gibt auf diesem Platz keine Parzellierung oder Einteilung, aber man wird angewiesen, sich so hinzustellen, dort in der Mitte, wo alle mit dem Anhänger stehen. Dort soll man sich dann einreihen. Fahrzeuge oder Mobile ohne Anhänger dürfen im Außenbereich stehen, sodass der Platz optimal genutzt wird. Auf diesem Stellplatz können bis zu 150 Wohnmobile stehen. Wohnwagen sind für diesen Platz nicht zugelassen. Von oben sehen wir, dass wir hier in einem großen Hafengebiet sind, in einem Freizeithafen mit vielen Booten. Wer sich dafür also interessiert, der kann sich hier einiges ansehen. Der Stellplatz ist an sich nicht besonders schön. Allerdings das Umfeld, der Hafen und auch die kleine Stadt sind schon interessant. Es gibt auch einige Restaurants hier direkt am Hafen, die man besuchen kann. Allerdings sind im Winter nicht alle geöffnet. Die Temperaturen sind um diese Jahreszeit immer noch sehr angenehm hier. Allerdings weht hier häufig ein starker Wind und das ist dann nicht so schön.
Außerhalb des Ortes Gruissan gibt es die Möglichkeit auch zu wandern. Dann gibt es noch eine Ruine, da kann man hochsteigen und von dort aus hat man dann einen schönen Blick bis aufs Meer. Es gibt auch eine Art Altstadt, dort ist es im Moment jetzt auch ruhig, aber Bars und Restaurants sind geöffnet. Jetzt noch einige Details zum Stellplatz. Wer Glück hat, bekommt im Außenbereich einen Platz und hat Blick aufs Wasser und hat morgens auch einen sehr schönen Sonnenaufgang. Man kann direkt ans Wasser gehen und einen Spaziergang oder einen Gang mit dem Hund dort machen. Was wir hier sehen, ist nicht das offene Mittelmeer, sondern das ist mehr so ein Binnenmeer. Das hat aber einen Zugang zum Mittelmeer und das ist der Zugang zum Hafen für Schiffe, die jetzt in den Hafen wollen. Der Stellplatz hat eine große Entsorgungsstation. Dort können 2 Fahrzeuge gleichzeitig end- und versorgen. Es gibt auch Toiletten und Duschen. Die brauchen auch nicht extra bezahlt werden, kann man also so mit benutzen, sind im Preis enthalten. Aber wie sie von innen aussehen, weiß ich nicht. Wir haben sie nicht genutzt. Ja, ein wichtiger Punkt, der Platz hat keinen Strom, aber wie gesehen, Toilette und Dusche sind vorhanden, ist ganzjährig nutzbar und kostet 9 Euro pro Tag. 9 Euro ist der Preis in der Nachsaison, in der Hauptsaison kostet der Platz 10,50 Euro. Hunde sind erlaubt. Am nächsten Morgen haben wir noch Fähr- und Entsorgt. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Hier ist auch im Winter möglich, Wasser zu tanken. Das ist nicht überall so. Dort, wo Frost ist, wird das Wasser meistens im Winter abgestellt. Aber wie gesagt, hier kann man Frischwasser tanken. So, starten wir zu unserer nächsten Etappe. Wir haben den 23. Oktober, es ist ein Samstag und unser nächstes Ziel ist der Stellplatz beim Spätzle Fritz. Das sind bis dorthin etwa 450 Kilometer. Wir fahren die gesamte Strecke Autobahn. Wir müssen in Frankreich von Narbonne bis zur Grenze Spanien Maut noch bezahlen. Das sind etwa 30 Euro. Wir haben für die Gesamtstrecke in Frankreich Maut von 220 Euro etwa bezahlt. Darin sind aber auch die Kosten für die Box von Tolltickets enthalten. Das sind etwa 7%. Wir wurden weder an Stellplätzen und auch nicht an den Grenzen nach irgendwelchen Formularen gefragt, auch nicht nach Impfnachweisen oder Corona-Test. Überall konnten wir so durchfahren, keinerlei Kontrollen. Der Stellplatz Spätzle Fritz liegt verkehrsgünstig, er ist von der Autobahn etwa 10 Kilometer entfernt. Er ist weithin bekannt als Transitplatz für Camper und so ist er schon am Nachmittag meistens gut gefüllt. Da der Platz in den letzten Monaten immer sehr voll war, gibt es jetzt inzwischen einen sogenannten Platzwart. Er ist dann behilflich beim Einrangieren und zeigt einem, wo man hinfahren soll, wenn man jetzt zum Beispiel einen Anhänger hat, dass man dann im Außenbereich parkt. In der Mitte sind dann die Fahrzeuge, die nicht so sehr lang sind, sodass ausreichend Fahrzeuge Platz haben und so jeder, der hier kommt, wohl auch einen Platz bekommt. Dieser Stellplatz wird gern von großen und sehr großen Wohnmobilen angefahren als Etappenplatz. So auch zum Beispiel dieses Wohnmobil ist mit Anhänger länger als 17 Meter. So muss es schon genau eingeparkt sein, um nicht unnötig Platz zu verbrauchen. Dieser Stellplatz gehört ja zu einem Restaurant. Und wenn man dort essen geht und mindestens 30 Euro verzehrt, entfällt die Stellplatzgebühr von 9 Euro. Strom gibt es auch, der kostet 4 Euro pro Tag. Auf so einem Platz treffen wir natürlich immer wieder
Bekannte, die wir in den Vorjahren irgendwo auf einem Campingplatz kennengelernt haben, so wie in diesem Fall René und Anita. Mit den beiden habe ich vor Jahren mal ein Video gemacht und so war das Hallo groß, als wir uns hier auf dem Stellplatz beim Spätzle Fritz getroffen haben. Der Stellplatz ist gesichert mit einem Tor und dieses Tor ist geöffnet von morgens 7 bis abends um 22 Uhr. Achtung, alle Wohnwagenfahrer, auf diesem Stellplatz seid ihr auch mit eurem Wohnwagen immer herzlich willkommen. Das Restaurant hier beim Spätzle Fritz hat schon am Nachmittag geöffnet, aber wir gehen gerne am frühen Abend. Ja, alte Bekannte wieder getroffen haben, nicht alte, junge Bekannte sind es ja. Kannst du auch Mitten auf der Autobahn. Hast du Horst das schon geschrieben? Nein, muss ich Horst nachher noch Ja, schreiben. der Horst. Wir hatten einen unterhaltsamen Abend und haben in der Nacht gut geschlafen. Für die meisten, genau wie bei uns, ging es am nächsten Morgen weiter. Einige sind noch geblieben hier auf dem Stellplatz, wollten sich so ein bisschen ausruhen von der längeren Fahrt aus Deutschland. Wir hatten mit unseren Freunden Lisa und Horst telefoniert. Die sind auf dem Arera Camper Mazaron und haben uns mitgeteilt, dass der Platz sehr gut besucht ist, aber es auch noch freie Plätze gibt. So haben wir uns entschlossen, dorthin zu fahren, aber noch mit einer Zwischenstation. So starten wir am Sonntag, den 24. Oktober, etwa gegen 9:30 Uhr zu unserer nächsten Etappe Richtung Süden. Unser nächstes Ziel ist der Stellplatz Vista Montana. Der liegt etwa 40 Kilometer entfernt vom Meer im Landesinneren in der Höhe von Alicante. Wir fahren wieder die mautfreie Autobahn. Es geht in Richtung Valencia. Dort fahren wir nicht entlang des Meeres weiter, sondern ein bisschen ins Landesinnere. Das ist kein Umweg für alle, die Richtung Süden wollen. Wer natürlich nach Calpe möchte oder nach Denia möchte, der muss am Meer weiterfahren, um zu diesen Städten zu kommen. Wir haben die Autobahn A31 bei der Abfahrt Sachs verlassen. Die Stadt Sachs durchfahren wir jetzt gerade, um zum Stellplatz zu kommen. Von dieser Stadt Sachs bis zum Stellplatz Vista Montana sind es etwa noch 8 Kilometer. Da fährt man auf einer gut ausgebauten Nebenstrecke ohne Probleme. Vom Stellplatz Spätzle Fritz bis zum Stellplatz Vista Montana sind es etwa 330 Kilometer, also für uns eine gute Entfernung für eine Etappe. Der Stellplatz Vista Montana ist relativ neu, es gibt ihn etwa ein Jahr. Ich habe auch in einem Video schon über diesen Platz berichtet. Wer sich das nochmal anschauen möchte, ich verlinke das hier. Ich weiß, dass dieser Platz auch gern von größeren Mobilen genutzt wird, weil hier ausreichend Platz vorhanden ist. Auch wer mit Anhänger unterwegs ist, kann hier gut einen Stopp machen, denn er kann angehängt stehen bleiben. Als ich den Platz vor etwa einem Jahr vorgestellt habe, war noch nicht alles fertig, speziell die sanitären Einrichtungen noch nicht. Das ist jetzt der Fall und deshalb hole ich das jetzt so ein bisschen nach und zeige so ein bisschen noch was vom Platz hier. Wenn man mit Anhänger kommt, muss man nicht auf die parzellierten Flächen fahren. Es gibt daneben größere Freiflächen, dort kann man dann besser mit dem Anhänger stehen. Hier sehen wir jetzt das kleine Sanitärgebäude. Darin enthalten sind Duschen und Toiletten. Der Stellplatz ist ganzjährig nutzbar, kostet 10 Euro pro Übernachtung. Toilettenbenutzung ist kostenlos. Duschen kostet 50 Cent.
Strom gibt es auch, muss aber extra bezahlt werden. Auch WLAN ist vorhanden, ist kostenlos in der Stellplatzgebühr enthalten. In diesem kleinen Holzhaus ist die Rezeption untergebracht und dort kann man auch morgens sein Baguette kaufen oder auch andere Dinge, die man vielleicht braucht. Die kleine Stadt Salinas ist zu Fuß etwa in 5 Minuten zu erreichen. Am nächsten Tag geht unsere Reise weiter und zwar zum Herrera Camper Mazarrón. Dort treffen wir dann unsere Freunde Lisa und Horst. Und wir hoffen, dass wir dort einige Tage länger bleiben können und dass wir dort einen schönen Platz finden. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.